Du hast alles schön vorbereitet. Die Schlüssel liegen schon da. DS. Was ist DS? Es sieht unglaublich sportlich aus. Ja, DS ist eigentlich unsere Luxusmarke. Das sind sehr hochwertige Fahrzeuge mit einem etwas anderen Design. Die Farben alle recht gedeckt. Sportlich, das ist das, was der Markt will, oder? Ja klar, natürlich. Peter Bauer, du bist hier zuständig schon seit geraumer Zeit bei Stellantis für das Thema Abverkauf. Wir sind bei der Niederlassung hier in Saarbrücken. Wo sind wir ganz genau? In Güdingen in der Ammann-Peugeot-Straße 2. So, und diese Schätzchen, und das ist nur eine kleine Auswahl, die stehen jetzt zum Verkauf. Wir können mal drauf gucken. DS3 Crossback E-Tense Performance. Klär mich mal auf, was heißt das alles? Okay, das ist ein reines Elektrofahrzeug und Performance ist die Ausstattungslinie vom Fahrzeug. Da gibt es diverse Unterschiede. Bisschen mehr, bisschen weniger Ausstattung, wie man das halt von jedem Fahrzeug kennt. Was haben die jetzt hier für eine Historie? Sind das jetzt Fahrzeuge, die ihr zurückgekauft habt von Kunden oder sind die vom Werk? Das kann sowohl als auch sein. Es kann aber auch sein, dass es Fahrzeuge aus unserer Vermietung sind, die dann irgendwann bei uns auf dem Gebrauchtwagenhof landen und die wir dann verkaufen. So, Elektrofahrzeuge heißt 0,25% Versteuerung in dem Fall, oder? Korrekt. So, das heißt, wenn ich ihn als Dienstwagen benutze, ich gucke mal drauf, 41.990 kostet er hier jetzt. Louvre 300 PS, das klingt schon, ist das jetzt auch ein reiner Elektro? Das ist ein reiner Elektro, genau. So, DS7 Crossback E-Tense 4x4, also absolut voll, oder? Voll, voll, voll. Volle Hütte. So, 41.990, komm, wir gucken mal rein. Gebraucht, Leder, wo das Auge guckt. Ja, klimatisierte Sitze, Massagefunktion, elektrisch verstellbar. So, natürlich immer Automatik in dem Fall. Ja, klar, ja, bei Elektro sowieso. Bei Elektro sowieso, aber das ist bei vielen noch gar nicht angekommen. Das Thema Laden, wie lange dauert das Aufladen hier von den Fahrzeugen? Je nach Ladestation, oder? Ja, je nach Ladestation, wenn man so an die handelsübliche Steckdose hängt, dauert es dann ungefähr 24 Stunden. An die normale Steckdose. Man kann sie auch schnell laden, oder? Man kann es natürlich auch schneller laden, natürlich. So, bitte mal kurz mal hinten aufmachen. Mal schauen, du bist 1,87 Meter, setz dich ruhig mal rein. Gucken, ob es klappt. Der Sitz ist jetzt relativ weit hinten. Ja, für meine So, jetzt- Fahrerposition. So, und jetzt zeig mal gerade mit der Hand nochmal. Habe ich noch ein bisschen Platz? Da ist ein Schiebedach drunter, gell? Deswegen baut noch ein bisschen auf. Ganz genau. Cool. Ja, komm noch mal raus. Und das Heck SUV, würde ich sagen, oder? Hier in dem Fall. Ja, ist definitiv ein SUV. So, Extens. Also ich muss auch sagen, DS habe ich noch nicht so viele gefilmt, hatte ein bisschen was damit zu tun. Du kriegst auch ein Auto, was du nicht so oft auf der Straße siehst, oder? Das ist richtig, ja. So, und das sind die kleineren hier. Das sind die kleinen Brüder sozusagen, das ist der DS3. Dazwischen gibt es noch einen DS4, den ich aber gerade nicht hier stehen habe. So, und das heißt, die Schätzchen stehen jetzt hier zur Verfügung. Ihr habt eine Webseite, da habt ihr hunderte Gebrauchte mittlerweile da. Es gibt wieder Gebrauchtwagen. Mittlerweile gibt es wieder welche, ja. Das war ganz schlimm. Das heißt, ihr wart teilweise hier, ihr habt den Mangel verwaltet, die Kunden kamen täglich hier rein, ihr hattet keine Gebrauchten. Mittlerweile füllt sich das Ganze wieder. Das hilft dir auch wieder natürlich, oder? Ja, klar, natürlich, merkt man schon. Ne? So, die Preise sind auch ein ganz kleines bisschen gefallen mittlerweile wieder. Ja, das relativiert sich jetzt alles, genau. So, das ist vielleicht auch ganz gut für die Kunden, also das zu wissen. Finanzierung, großes Thema. Kann ich das finanzieren bei euch? Ja, selbstverständlich. Über die Peugeot Bank, So. die PSH-Bank. Der Zins, wo liegt der ungefähr beim Moment? Zwischen 6 und 7? Das geht bei 4,99 los und geht hoch bis 7,19 aktuell. Gut, das hängt davon ab. Natürlich auch die Bonität, zahle ich was an und so weiter, habe ich einen Gebrauchtwagen. Ja, weniger, der hat weniger mit der Bonität zu tun, sondern es kommt auf das Gesamtkonstrukt der Finanzierung an. Ne? Laufzeit, je länger die Laufzeit, desto höher ist der Zinssatz. So, ich zeige es mal. DS3 Crossback. Gelaufen hat er hier 17.849. Ich weiß, ihr habt auch selbst eine Vermietung, da laufen viele Fahrzeuge drauf. Meistens Kennzeichen MU, glaube ich, bei euch. MU mittlerweile PPR? PR, genau. Ja. So, dass man das sieht. MUPR, also wenn ihr das seht, das muss jetzt nicht hier so sein in Saarbrücken, dass das immer Fahrzeuge von euch sind, aber interessanterweise ganz oft MUPR sind das Leihwagen von euch. Das sind Leihwagen von uns, so ist es. So, und hier sieht man das. DS3 ist Crossback E-Tense. 100, warte mal, ich guck mal gerade, 136 PS. Schick Ausstattung, was ist das? Also so schick ist eine Ausstattungslinie. Hängt es auch wieder davon ab, wie er konfiguriert ist. Aber im Prinzip ist das im Pendant zu dem Performance-Line drüben. So, auch 0,25% Versteuerung. Die Leute werden sich auskennen. Die Mehrwertsteuer hier ist auch ausweisbar, oder? Bei denen. Ja, bei den Fahrzeugen ja. So, sehr, sehr viel Auto fürs Geld. Ja, das Ganze bekommt ihr als Gebrauchtwagen, das Ganze noch mit einer Garantie von 2 Jahren in dem Fall? In dem Fall von 2 Jahren, ja.
Ich zeige es mal, Garantie bis zu 24 Monate, ohne Kilometerbegrenzung, 120 Punkte Check. Das heißt, ihr geht das Punkt für Punkt nochmal durch, oder? Korrekt, die Werkstatt inspiziert nochmal die Autos, schaut sich alles auf Funktion und Zustand an. 6. Juni 2023, Peter Bauer, deine Rufnummer. Ja, die 0681 7615 221. Ja, wir sind bei Spottycar in Saarbrücken und das Ganze in der Armand-Peugeot-Straße in Güdingen, aber auf der anderen Seite von Güdingen. Das heißt, es gibt hier zum Beispiel die Aral-Tankstelle, gibt es ja auch zweimal in Güdingen. Ja, genau. Das kann man jetzt auch nicht sagen, wo es Ja, ist. genau. Also da, wo damals Peugeot die Niederlassung war, das kennen, glaube ich, die meisten, oder? Ja, genau. So, vielen, vielen Dank, Peter Bauer. Gerne.